Herzlich willkommen zum Vidoc Lite Launch Event von Vigram. Heute möchten wir eine Geburtsstunde mit Ihnen teilen, und zwar die Geburtsstunde des Vidoc Lite. Und möchten Ihnen erzählen, was steckt dahinter? Warum hat Vigram das Vidoc Lite entwickelt? Was kann ich damit ganz genau machen? Was sind die Use Cases? Welche Einsatzgebiete sind besonders interessant? Wie kann ich SDK-Partner werden? Und natürlich, wie hat alles angefangen? Dafür steht hier an meiner Seite Sidon Futterknecht, Gründer und CEO von Vigram. Sidon, das Vidoc Lite ist ja sozusagen Familienzuwachs. Es hat eine tolle Vorgeschichte. Lass uns doch da mal kurz eintauchen. Wo kommen wir eigentlich her? Vielen Dank, Ben. 3 Jahre Vidoc. Wir hatten unseren Launch im April 21 und damals wie heute ist das Vidoc ein Gamechanger. Wir haben RTK-Genauigkeit für Smartphone. Das Vidoc ist ein Multi-Measurement-Tool und kann in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Beispiel als GNSS-Rover, in der Fotodokumentation bei BIM oder auch als 3D-Scanner. 3 Jahre Vidoc im Markt. Sidon, wo stehen wir da? Hast du ein paar Numbers für uns? Ein paar große Zahlen. Wir haben jetzt knapp 3000 Geräte im Markt verkauft. Alleine im 2023 wurden mit dem Vidoc über 15.000 Processings auf unserer Visa und Plattform durchgeführt. Weltweit deutlich über 500.000. Und was für unsere Qualität spricht, ist die geringe Rückläuferquote von weniger als 1%. Du sagst Gamechanger. Das klingt für mich, als wäre das Vidoc viel mehr als nur eine neue Hardware. Ja, wir haben mit dem Vidoc was in den Markt gebracht, was es so vorher noch nicht gab. Es ist eine völlig andere Art zu arbeiten. Durch die Integration des Smartphones mit hoher Präzision, RTK-Genauigkeit, sind die Dokumentationen auf der Baustelle deutlich schneller, allumfassender und ich kann nichts vergessen, weil ich alles im Nachgang nachmessen kann, überprüfen kann. Und das macht das Vidoc so einzigartig. Aber auch die Multifunktionalität, nämlich als GNSS-Rover zu verwenden, durch die Laser in der Bilddokumentation zu verorten und eben als 3D-Scanner diese einzigartige Aufnahmegeschwindigkeit. Sidon, kannst du dazu mal ein konkretes Beispiel eben machen? Ich erkläre das am Beispiel Leitungsdokumentation. Solange der Rohrgraben offen liegt, kann man permanent nachmessen. Aber wenn der Rohrgraben verfüllt ist, ist es nicht mehr möglich. Durch das 3D-Scanning mit dem Vidoc lassen sich im Nachhinein alle Informationen rausmessen. Und das Ganze VOB-konform. Entscheidend ist ja auch die Abrechnung und dass die rechtssicher erfolgen kann. Ist das mit dem Vidoc möglich? Definitiv. Die Prozesse, um eine VOB-konforme Abrechnung zu machen, werden nicht unterbrochen. Im Gegenteil, sie werden besser und nachhaltiger dokumentiert. Weniger als 1% Rückläufer, das hat ja was mit Qualität zu tun. Lass uns doch mal kurz ins Thema Produktion reingucken. Wie wird das Vidoc hergestellt? Wir haben tatsächlicherweise modernste Fertigungstechnologien im Einsatz. Die Qualitätsansprüche werden nach automotiven Standards durchgeführt. Wir haben einen Aluminiumleichtbau konstruiert auf der Basis von finiten Elementen und das bietet höchste Stabilität bei geringstem Gewicht. Kooperierende Roboter in der Fertigung und Montage sowie bei der Kalibrierung ermöglichen einen extrem hohen reproduzierbaren Qualitätsstandard. Also Designed, Developed, Made in Germany. Genau richtig. Top-Qualität, Made in Germany. Was sind die wesentlichen Erfahrungen aus 3 Jahren Vidoc im Markt? Einfachste Handhabung, Stichwort One-Click-Bedienung, Geschwindigkeit in der Erfassung von hochpräzisen Daten und der Fokus im Bereich Scanning. Das Scanning war letztendlich auch die Inspiration für die Geburtsstunde des Vidoc Lite. Es ist entscheidend, dass hier mit RTK-Genauigkeit hochpräzise Daten aufgenommen werden, die dann auch rechtssicher in der Dokumentation verwendet werden können. Vielen Dank, Sidon, für diesen Einblick, wie alles begann
und wie die Erfolgsgeschichte sozusagen ihren Lauf genommen hat und wie vor allen Dingen die Vidoc-Produktfamilie ihren ersten Zuwachs bekommt mit dem Vidoc Lite. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Mit dem Vidoc Lite bringt Vigram ein neues Gerät auf den Markt. Mit dem Fokus auf leichtes und einfaches Scannen und moderne AR-Funktionalitäten. Das bringt auch Nikolai Nolle mit an den Tisch, CEO von Vscan. Er wird mit uns seinen Blick auf die Praxis teilen, aus vielen Erfahrungen mit Projekten, Use Cases, BIM und modellbasiertem Bauen. Herzlich willkommen, Nico. Hi Ben. Hi Nico. Wir denken nicht nur out of the box, wir holen auch das Vidoc Lite out of the box. Sidon, hallo Vidoc Lite. Hallo Vidoc Lite. Dafür haben wir uns eine neue Box einfallen lassen. Spannung steigt. Hallo Vidoc Lite. Sidon, stell uns das Vidoc Lite doch bitte einmal vor. Was kann es? Der Fokus beim Vidoc Lite liegt eindeutig beim leichten und einfachen 3D-Scanning mit RTK-Präzision und modernste Visualisierungstools für die Baustelle. Warum gibt es das Vidoc Lite? Wir haben erkannt, dass 3D-Scanning das Thema im Markt ist. Genau dafür das Vidoc Lite entwickelt. Und was macht es so besonders? Das Vidoc Lite wurde entwickelt für Structure from Motion, Datenerfassung in der Bewegung. Das erfordert ein neues Setting, andere Prozessoren, die für die Bewegung optimiert sind. Und was macht es so zuverlässig? Unsere High-Performance-Antenne, die wir extra dafür entwickelt haben. Diese ermöglicht uns, über einen längeren Zeitraum unter schlechten Bedingungen zuverlässige Präzision zu erreichen. Und was sorgt noch für die hohe Präzision? Das neue Connector-System und die Bumper an der Backplate im oberen und unteren Bereich sorgen für eine Minimierung der Winkelfehler. Fokus auf 3D-Scanning, modernste AR-Funktionalitäten, eigene Antennentechnologie, hohe Präzision, Mounting-System und Bumper für hohe Zuverlässigkeit. Sidon, vielen Dank für die Features und Funktionen des Vidoc Lite. Nico, jetzt kommen wir auf den Blick in die Praxis. Was kann ich mit dem Vidoc Lite besonders gut machen? Hast du uns ein paar Use Cases mitgebracht? Ja, wir hatten ja die Ehre, dass wir das Vidoc Lite auch schon ein bisschen früher testen konnten, ausprobieren konnten in unseren Projekten tatsächlicherweise. Und wir haben ein paar Videos auch mitgebracht von uns und unseren Kunden, wo wir gerne mal reingucken können, wie das so eingesetzt wird. Und da sind spannende Use Cases auf jeden Fall dabei. Wir starten gleich mal mit einem Einspieler zum Thema 3D-Scanning. Super, let's go. Ja, der erste Use Case 3D-Scanning. Klassiker haben wir hier mitgebracht im Tief- und Leitungsbau. Da sind die meisten Kunden aktuell auch von uns unterwegs. Schlussendlich geht es hier relativ einfach und schnell mit dem 3D-Scanning voran. Ich habe alle Daten, ich kann im Nachhinein immer wieder auch auf die Daten zurückgreifen. Das ist ein perfekter Use Case. Ein zweiter Use Case, den wir dabei haben, ist das Thema Kalibrierungsmessung und danach eben hochpräzises Scanning auf einer Baustelle durchführen zu können. Dafür kann ich mich auf Festpunkten aufstellen und dann eben auch nachher Objekte zum Beispiel scannen, die eine sehr hohe Präzisionsanforderung haben, wie hier zum Beispiel das Thema Schacht. Das Vidoc Lite funktioniert super, auch kopfüber kann man sehr gute Ergebnisse erzielen. In Kombination mit den LiDAR-Daten funktioniert es genial, auch wenn mal die Verbindungen etwas schlechter werden.
Ja, mehr und mehr kommt das Thema Augmented Reality auf unsere Baustellen. Ein ganz wichtiger Baustein aus meinem Blickwinkel für das Thema BIM und BIM-Baustellen. Damit setzen wir einfach das Personal auf der Baustelle in die Lage, auch modellbasiert ihre Baustellen abzuwickeln. Wir haben da sehr coole Lösungen, die jetzt mehr und mehr auf den Markt kommen, auf verschiedenen Anbietern, wo wir das testen durften. Ein riesen Mehrwert für alle Beteiligten, auch in der Bauüberwachung zum Beispiel. Ja, wenn es präzise werden muss, dann arbeiten wir natürlich auch mit Festpunkten, Passpunkten oder eben markanten Punkten, um nachher sehr hochpräzise die Modelle nachzugeoreferenzieren. Das sehen wir hier bei einer größeren Baugrube einfach auch mal sehr wichtig. Und auch dafür ist Videoglide perfekt letztlich ausgestattet. Und auch unter schwierigen Bedingungen ist man da sehr flexibel, kann sehr gut arbeiten. Ist sehr beweglich einfach und es geht sehr, sehr schnell im Vergleich zu den Techniken, die wir auch vorher eingesetzt haben. Funktioniert das Videoglide einfach perfekt auf der Baustelle für alle Beteiligten. Es ist einfach total simpel und easy, muss man dazu sagen. Ja, coole Use Cases, Nico. Super. Wir haben ja eben von der High-Performance-Antenne auch gehört. Wie sieht das in der Praxis aus? Ja, das war tatsächlich sehr spannend. Also wir haben da sehr viele Tests gemacht, auch verglichen zu anderen Geräten, Abschattungstests auch tatsächlich durchgeführt. Das war für uns auch ein sehr spannendes Thema, das in der Praxis mal einfach zu testen. Und es ist schon eigentlich beeindruckend gewesen, ehrlicherweise auch der Unterschied zur Antenne vorher und dann auch im Vergleich zu anderen Geräten. Ich kann das mal ein bisschen demonstrieren. Also das ist tatsächlicherweise, man kennt es ja von einem klassischen GPS-Rover, oft stehen die so. Jetzt mittlerweile seit kurzer Zeit können viele schräg messen. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber die neue Antenne, wo vorher noch irgendwo 20 Grad möglich waren, da sind wir heute einfach bei einem Thema, wo wir über 90 Grad drehen können, immer noch die gleiche Präzision halten, über einen sehr langen Zeitraum auch hinweg. Also es war tatsächlich für mich auch sehr spannend zu sehen. Das habe ich auch noch nie gesehen, ehrlicherweise. Das macht natürlich auch sehr viel Sinn, speziell im Zusammenhang mit dem Thema Structure from Motion. Ich bin eine ganze Zeit in Bewegung beim Scanning, muss natürlich eben, wie wir im Beispiel vorhin gesehen haben, in den Schacht mal runter, wieder heraus. Wenn ich unter eine Unterführung gehe, muss ich nach oben gucken. Genau da brauche ich so etwas, damit es auch wirklich zuverlässig funktioniert. Und es war sehr beeindruckend, das zu sehen, muss man wirklich sagen. Also Hut ab, dass sowas funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Tolles Feedback, Nico. Vielen Dank. Ja, das beste Feedback kommt immer aus der Praxis. Super, das so zu hören. Vidoc und Vidoc Lite. Die Anwender können sich ab jetzt zwischen zwei Geräten entscheiden. Worin bestehen die Unterschiede? Wann benutze ich welches Gerät für welchen Use Case? Ja, wir sind ja auch länger schon User von Vidoc natürlich und am Ende haben wir jetzt zwei Geräte da, die sich, finde ich, sehr gut abgrenzen auch voneinander. Bei uns draußen in der Praxis ist es schon sehr spannend zu sehen, wie sich das Ganze dann verhält. Scannen können beide, haben wir jetzt ja gehört, das Thema Augmented Reality können auch beide. Ja, das Vidoc kommt einfach super ins Spiel, wenn es um das Thema Fotodoku geht. Vor allen Dingen in der Kombination mit dem Frontlaser natürlich setzen wir das auch bei unseren Kunden zum Beispiel im Bauwerksbereich ein, wenn es um Inspektionen geht, Bauwerksprüfungen geht oder eben dann nachher auch einfach in der normalen Fotodokumentation. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied, wo wir dann nachher viel mit Vidoc unterwegs sind. Das heißt, bei unseren Kunden geht die Tendenz eher bei Ingenieurbüros zum Beispiel Richtung Vidoc und bei Baufirmen dann nachher Richtung des Vidoc Lite. Wenn ich dir zuhöre, das klingt für mich nach Multi-Measurement. Ja, das Vidoc ist tatsächlich, finde ich, ein guter Allrounder, kann sehr viel für eine Hardware, kann ich brutal viele Use Cases abdecken. Wirklich sehr, sehr gut für Kunden und Leute, die viel unterschiedliche Sachen machen täglich. Das Vidoc Lite fokussiert sich einfach auf das Thema Scanning und das Thema Augmented Reality und da performt es aber natürlich auch sehr gut, muss man sagen. Nico, vielen Dank auch nochmal für diese Klarheit. Wofür nutze ich das Vidoc? Wofür benutze ich das Vidoc Lite? Jetzt haben wir viel über das Vidoc Lite gehört, was es kann, was es besonders macht. Ich möchte es kaufen. Was kostet es denn? Ja, um den Anforderungen im Markt gerecht zu werden, nach einem 3D-Scanner haben wir einen attraktiven Preispunkt gewählt. Das Vidoc Lite ist erhältlich ab 3.490 €, inklusive der High-Performance-Antenne.
Darüber hinaus haben wir auch ein paar konkrete Bundles definiert fürs VDOC Lite. Warum eigentlich? Ja, um es den Kunden und Partnern zu erleichtern, haben wir je nach Use Case Bundles zusammengestellt, die aus unserer Sicht die optimale Kombination darstellen, um vernünftig zu arbeiten. Ab wann ist das VDOC Lite lieferbar? Kurz und knapp sofort. Lieferbar auch in der EU sofort. Aus anderen Regionen der Welt nehmen wir Vorbestellungen entgegen. Unsere Partner findet ihr auf der vidoc.com-Seite. Vielen Dank, Sido, und vielen Dank, Nico, für den Deep Dive ins VDOC Lite. Jetzt gleich machen wir weiter mit dem Thema Software und Apps. Wir kommen jetzt zum Thema Software, konkret FreeSDK, also die offene Schnittstelle, die vGram den Softwareanbietern anbietet, um Teil der VDOC-Community zu werden. vGram geht hier einen neuen Weg, einen anderen als viele andere Hardware-Anbieter. Wir öffnen unsere Hardware, damit die Softwareanbieter die RTK-Präzision in ihrer Software und ihren Apps nutzen können. Bei uns ist Patrick Kranzinger, Leiter der Produktentwicklung bei vGram. Hallo Patrick. Hallo Ben. Was kann ich mir unter FreeSDK vorstellen? Unter FreeSDK verstehen wir ein Software Development Kit, welches Zugriff auf alle Parameter, Sensorwerte, Positionsbestimmungen und Positionsdaten des VDOCs erlaubt, welches sehr einfach in die Apps der SDK-Partner oder der SDK-Integratoren einbindbar ist. Das SDK behandelt dabei und managt die gesamte Kommunikation zwischen dem VDOC und der Host-App und behandelt auch oder kümmert sich um die Bereitstellung der N-Trip-Korrektur, Positionskorrekturdaten, die notwendig sind, um die RTK-Positionsgenauigkeit zu erreichen. Im Endeffekt haben SDK-Partner dadurch nur sehr wenige Tage Aufwand, um Zugriff auf alle Fähigkeiten, alle Möglichkeiten unserer Geräte zu erhalten, ohne selber viel Entwicklungsaufwand oder einen erheblichen Entwicklungsaufwand leisten zu müssen. Dadurch ist es sehr einfach, Apps, die bestehen, wir supporten iOS, Android und Unity-Apps, die Fähigkeit zu geben, mit VDOC, mit all unseren Geräten zu kommunizieren und auf den Mehrwert und auf die Positionsgenauigkeit unserer Geräte oder auf die Genauigkeit der Positionsbestimmung unserer Geräte Zugriff zu erhalten. Sehr gut. Und Free heißt in dem Zusammenhang? Das SDK ist für alle SDK-Partner kostenfrei bereitgestellt durch unsere Seite. Aber wir stellen nicht nur das SDK bereit, wir bieten auch Support und Hilfestellung bei der Integration, um den Aufwand auf Seiten unserer SDK-Partner möglichst klein zu halten. Vielen Dank, Patrick. Das war sehr anschaulich beschrieben. Wie wird man jetzt SDK-Partner bei vGram? Wir bieten als vGram eine Art Lizenzvereinbarung. Wir nennen es anders, wir nennen es SDK Support and Provisioning Agreement, Bereitstellung und Support Agreement für das SDK, weil wir nicht nur eine Lizenz für ein SDK bereitstellen, sondern weil wir auch Langzeitsupport für das SDK bereitstellen, kontinuierliche Updates, dass alle Geräte kontinuierlich mit einer stabilen Schnittstelle unterstützbar sind durch die Softwareintegratoren und somit auch für Kunden eine Stabilität der Nutzung unserer Geräte und zukünftigen Updates ermöglicht und gleichzeitig wir dabei auch unterstützen. Wir unterstützen auch im Rahmen des Alltagseinsatzes SDK-Partner bei Kundenrückfragen oder auch bei eventuellen Funktionserweiterungen, die notwendig sind, um für die Kunden den besten Wert aus unserer Hardware zu bieten. Und somit ist es nicht nur eine Lizenzvereinbarung zur Integration des SDKs, es ist eine Partnerschaft, die wir eingehen wollen und das ist auch in dem Namen widergespiegelt.
Wie ist das Vorgehen, dass diese Partnerschaft zustande kommt? Im Regelfall unterzeichnen wir gegenseitig ein NDA, um über auch Anforderungen und Entwicklungsherausforderungen, aber auch Kundenanforderungen an unsere SDK-Partner offen und frei kommunizieren zu können und eine Sicherheit, eine gegenseitige zu haben, dass diese Informationen nicht öffentlich werden. Und parallel dazu unterzeichnen wir dann das SDK Support and Provisioning Agreement, welches die Bereitstellung des SDKs vertraglich regelt und gleichzeitig den Support zusichert über einen langfristigen Zeitraum zur Integration und Stabilität, wie schon erwähnt, hinsichtlich Kunden und hinsichtlich App-Integratoren zu ermöglichen und sicherzustellen. Sehr gut. Um eine Vorstellung zu haben, wer ist denn aktuell SDK-Partner von Vigram? Aktuell liegt der Fokus an der Integration von AR-Lösungen. Da arbeitet die Firma Gamma AR und die Firma VGIS daran und stellen innerhalb der nächsten Wochen Lösungen marktreif zur Verfügung, die ihnen ermöglichen, Modelle in der Realität abzubilden mit der Präzisionsgenauigkeit, die unser Gerät liefert. Gleichzeitig arbeitet die Firma Weira daran, das Einmessen von Hausanschlüssen mit einer ungeahnten Genauigkeit durch die Nutzung von RTK-Daten zu ermöglichen, neben den bereits marktetablierten Lösungen durch beispielsweise Pix4D Catch, welche 3D-Scanning ermöglichen. Wir arbeiten außerdem an weiteren Integrationen und helfen bei der weiteren Integration mit SDK-Partnern, die auch in den nächsten Wochen und Monaten marktreif werden und auf den Markt kommen werden, wobei ich hier leider noch keine konkreten Namen nennen darf. Vielen Dank, Patrick, hier für den Einblick zum Thema SDK-Partnerschaft. Herzlich gerne. Also Sie sehen, das Vidoc Lite ist offen für die Integration Ihrer Software. Ihre Kunden und Anwender arbeiten dann mit RTK-Präzision in ihren Anwendungen. Wie zum Beispiel Soll-Ist-Vergleichen, Leitungsdokumentation, Massenermittlung bis hin zur VOB-konformen Abrechnung. Nutzen Sie die Gelegenheit, sprechen Sie mit uns, werden Sie Teil der Vidoc-Community und Teil dieses wachsenden Marktes. Das Vidoc ist mehr als ein neues Gerät. Es ist eine neue Art zu arbeiten. Wenn wir auf die letzten 3 Jahre zurückblicken, sind uns extrem viele begeisterte Menschen begegnet, die die Digitalisierung in der Praxis voranbringen und umsetzen wollen. Und die im Vidoc den idealen Enabler dafür sehen. Manche sprechen sogar von einem echten Gamechanger. Deshalb sehen wir Folgendes kommen, was entstehen wird: eine Vidoc Community. Warum sehen wir das kommen? Ganz einfach, weil es so viele Marktteilnehmer gibt, denen das Vidoc und das Vidoc Lite einen echten Nutzen bietet. Natürlich die Anwender, Reseller, SDK-Partner, Softwarepartner, Workflow-Partner, Auftraggeber, Baufirmen, Überwacher, Abrechner, Ingenieurbüros, Architekten, Leitungsbauer, Galabauer, Straßenbauer, Erdbauer, you name it. Diese Community möchten wir fördern und dieser Community möchten wir einen Ort bieten, wo sie alle Informationen finden rund um das Vidoc, rund um das Vidoc Lite und einen Ort, an dem sie sich austauschen können. Deshalb launchen wir heute unsere Community-Page vidoc.com. Willkommen auf der vidoc.com. Natürlich findet ihr hier alles rund um die Produkte. Um das Vidoc mit seinen technischen Features, mit seinen Merkmalen, die gesamten technischen Daten,
der Fokus der Anwendungen. Das gleiche für das VDOC Lite. Die Features, das, was das VDOC Lite besonders macht, die technischen Daten, alle Details, dass ich mich rund um die Produkte super informieren kann. Und natürlich auch vergleichen kann. Wofür setze ich das VDOC ein? Wofür setze ich das VDOC Lite ein? Use Cases, Beispiele vom VDOC Lite und Empowerment und Unterstützung in der Anwendung. Das gesamte Zubehör für den optimalen Einsatz in der Praxis. Eine komplette Übersicht über die Bundles, die nach Use Cases ausgerichtet sind und optimal zu den Anforderungen der Kunden und im Einsatz in der Praxis passen. Natürlich die passenden Apps. (3D-Scanning), Augmented Reality, Hausanschlüsse. Man findet das komplette Spektrum der Partner rund um das VDOC und das VDOC Lite. SDK-Partner, Workflow-Partner und natürlich ganz entscheidend, wo kann ich das VDOC kaufen? Die Reseller. Vigram hat sich entschieden, die Produkte ausschließlich über Partner zu vertreiben. Hier finden Sie die Partner in Ihrer Nähe, aus Ihrer Branche, da, wo Sie die Produkte am besten bestellen können und sich auch am besten über die Produkte informieren können. Lasst uns gemeinsam eine lebendige VDOC-Community erschaffen. Schickt uns eure Use Cases, eure Beispiele als Video, als Foto, als Story. Lasst uns darüber sprechen. Nutzt die Möglichkeit, auf der VDOC.com mit eurem Unternehmen, mit euren Beispielen präsent zu sein. Teilt sie mit der Welt, mit dem Markt, mit den Kunden, mit den Auftraggebern. Inspiriert euch gegenseitig. Umso mehr gute Beispiele wir hier miteinander teilen können, umso besser. Vielen Dank an alle, die heute beim Launch des VDOC Lite dabei waren. Vielen Dank, Sidon, vielen Dank, Patrick, vielen Dank, Nico. Danke für eure Zeit und lasst uns gemeinsam etwas bewegen für eine großartige digitale Zukunft in der Bauindustrie.